Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur finalen 4. Episode des YPC Fans Junior. Heute entscheidet sich, welcher jugendliche Fan sich die Krone holt und on top den Hauptpreis abräumt. Einen einwöchigen Ferienhausaufenthalt für die ganze Familie mit Boot, Angellizenzen und allem drum und dran, gesponsert von den Müritzfischern. Im Moment spricht vieles für Naira und Johannes. Beim Blick auf deren Board mit 3 unfassbar starken Zandern und einem 1,11 Meter großen Hecht könnte man meinen, das Ding wäre gelaufen. Bloß haben auch die anderen Teams allesamt schon Ausnahmefische gefangen. Bei Jakob und Max wie auch bei Rune und Luis sind Zander jenseits der 100 Punkte im Boot gelandet. Bei Mila und Ton gar ein 90 cm Exemplar. Zugleich ein neuer YPC-Rekord. Nachvollziehbar also, dass ich mich hier nicht zu vorschnellen Prognosen hinreißen lassen will. Gucken wir erstmal, was der Nachmittag bringt. Let's go! Hi Leute und herzlich willkommen zur letzten und finalen Episode vom YPC Fans Junior Edition. Heute geht es um die Wurst und ja, Naira, was machen wir jetzt heute noch? Wir wollen jetzt versuchen, unseren Barsch ein bisschen abzugraden, deswegen wir angeln jetzt auf Barsch und drückt uns auf jeden Fall die Daumen. So machen wir das. Los geht's, Naira. Ich würde sagen, wenn ich dem Köder vertraue, dann wohl diesem Deviator Tail. Der hat überhaupt keine Farbe mehr. Das hat einen Grund. Mal gucken, ob er noch weniger Farbe nach heute hat. Was hat ein Hecht-Baby? 78? Ja. Wir sind gerade jetzt bei der letzten Episode. Wir versuchen jetzt noch einen großen Hecht zu fangen und einen großen Zander. Voor hechtangelen in Flachen braucht Zukraut. Ja, da können sie sich drin verstecken, oder? Ja. Oh, ist das Wasser grüne. Wir haben jetzt nochmal einen Spotwechsel gemacht. Wir befinden uns jetzt in einem Kanal. Hier wollen wir die Steinpackung abfischen, in der Hoffnung auf schöne Barsche. Das wäre wichtig, dass wir vielleicht 2 schöne 40er, End-40er fangen. Ja, drückt uns die Daumen. Zweite Halbzeit fängt jetzt an. Wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Ja, Du willst ja den Titel mit nach Hause nehmen, oder? ja. Also, Ich glaube der hier. der gefällt dir? Ja. Okay. Und ich guck mal, mit welcher Route ich dann jetzt fische. Question over question. Ja, wieder keinen Biss gehabt, nur beim Anziehen. Leute, ganz wichtig immer Sonnencreme. Ich bin heute echt mal gespannt auf die Ergebnisse von den anderen, wie viel die gefangen haben, weil bei uns beißen heute die Barsche auf jeden Fall ziemlich zickig, oder? Also ich hatte jetzt bestimmt schon den 6., 7. Biss, der beim Cerik nur einmal so angestupst hat. Manchmal haben sie noch ein bisschen gespielt oder so, aber kein einziger, der den wirklich genommen hat, so richtig. Irgendwie entweder nur bei uns komisch oder die beißen gerade nicht so gut, generell. So, naja, ich mache noch einen Wurf, wenn bis dahin nichts beißt, dann wechseln wir den Platz, dann fahren wir ein Stück. Ist okay? Ja. Ja. Okay. So Leute, da die Barsche hier scheinbar nicht wollen, setzen wir jetzt noch mal zum letzten großen Move an und wechseln jetzt noch mal das Gewässer. Und ja, da hat es im Training auch ganz gut funktioniert auf Barsch. Deswegen
alles einpacken, eine Jacke anziehen. Das ist jetzt ganz schön windig geworden, wird bestimmt ein bisschen nass bei der Fahrt. Und dann heißt es eine Dreiviertelstunde Boot fahren und dann hoffentlich ein paar beißwilligere Barsche. Ein weiterer Wurf und dann gehen wir auf große Barsche. Mit dieser Route, aber mit einer kleinen Köder. So. Nur in die Richtung. Und dann kann ich die Carolina-Route knoten. Love Carolina, only don't love tying it. So, ich gehe nochmal all in. Richtig großer Köder. Ich habe auch eben gerade tatsächlich schon einen Biss drauf bekommen. Ja, die 25 cm Pulstail, die kommt wieder in super geilen neuen Farben. Das ist einfach ein so epischer Hechtköder. Ich versuche jetzt damit wirklich halt ganz gezielt natürlich einen großen Hecht zu fangen. Alles 80 plus nehmen wir auf jeden Fall mit Kusshand. Und ja, Jakob hält sich die Chance offen, mit dem Chatterbait auch noch einen Barsch zu fangen. Schauen wir mal. Drückt mal die Daumen. Zu viel Kraut, das ist immer das Problem, wenn man lange nicht im Kraut geangelt hat. Das ist einfach auf einmal dann überall das Kraut und dann ist es so viel, dass man da einfach gar nicht drin angeln kann. Also so, wie ich jedenfalls gerne angeln würde. Barsche sind noch. Ja? Mhm. Größere? Weiß nicht, es waren 2 oder 3. Ja, da ist er. Da ist er. Komm, hol ihn ran. Und drück mal. Ja, das Ding. Boah. Hier auf. So. Stark. Das ist ein Upgrade. Na. Oh, da hängt noch ein Köder von mir im Kescher. Ja, der könnte ein Upgrade sein. Wir werden es gleich sehen. Sehr schön, mein Lieber. Sehr, sehr schön. Na, ich glaube, der hat nur 60. Wir werden es gleich sehen. Aber wenigstens. Ja, du, Hecht ist Hecht. Ganz, ganz wichtig. Oh. Upgrade. Kriegen wir ihn auf 73? Ja, sehr schön. Super, super geil. Da ist er, unser Upgrade-Hecht. Super geil gemacht, mein Lieber. Sehr, sehr stark. Wunderbar. Auf den neuen Chatterbait-Prototypen. Du bist übrigens der allererste, der jemals damit einen Fisch gefangen hat. Allererste, ja. So. Das ist der Wahnsinn. Cool. Danke für den Besuch, mein Lieber. Oh. Stark gemacht. So, jetzt läuft's. Wie lange haben wir noch? 2 Stunden noch. Hänger? Nehmen wir die Schnur. Hier. Okay, kurbel ein. Ja, und der nächste. Ha? Schon wieder? Ah. Jetzt. Schnell kurbeln. Schnell. Ich weiß nicht, ob du es schaffst. Du kannst einmal rechts und links von der Boje dahin werfen. Du kannst auch den Köder ein bisschen weiter einkurbeln. Da ist der Hecht. Den hier. Warte, ich surfe ihn direkt rein. Der ist auch kein Riese, auf jeden Fall. Aber egal, drin. Ja! Der Viator Tail, Ja, der ist deutlich kleiner. Ja. 60er. Guck mal, das ist 60er. Oh, drück hier gerade hinten auf der Fernbedienung rum. Da ist der kleine Hecht. Aber der nächste. Wichtig für die Moral. Ganz, ganz wichtig gerade. Wir sind am Fisch. Der darf auch wieder zurück. Schupp. Okay.
Schnapp dir deine Rute. Feuer frei. Was denn? Wer war das? Johannes. Oh, Biss gehabt. Ey, die beißen so schlecht. Unglaublich. Biss gehabt? Ich versuche das nächste Mal ein bisschen stehen zu lassen, weil die sind so picky gerade. Die brauchen so lange, bis die den reinnehmen. Ja, der hat die Schere drüber gestülpt über den Haken. Selber eine Hakensperre erarbeitet. Aber die Fische sind da. Jetzt muss nur einer dann mal kleben bleiben. Alter, los geht's. Oh, da haben wir uns sauber verkreuzt. Weißt du was, wir tauschen jetzt einfach mal die Route. Kannst du mal mit der angeln. Mit dem Free Rig kannst du zupfen, so zack, zack. Genau. Ja, so zweimal, so pop, pop. Und dann wieder aufkurbeln. Fisch? Jawohl, da ist auch. Er wird zu klein, aber ich cache ihn jetzt mal. Dann haben wir endlich mal einen Fisch. Kurbel noch. Ah. So würden sie aussehen, ne? Und sauber. Das ist noch nicht die richtige Größe, aber ey, der erste Barsch nach 2 Stunden, der kleben blieb. Bei Naira, hey. Leute, endlich nach 2 Stunden der erste Barsch. Geil. Zwar noch nicht die Größe, die wir suchen, aber wenigstens etwas. Der hing eigentlich gut. Hier, Motel Blue, meine Lieblingsfarbe. Naira vertraut mir zum Glück. Super, schnell rein damit. Der nächste hat 10 cm mehr. So we arrived to a new spot and we're going to try to catch a big perch. After we caught the pike, it became time to search for big perch. I didn't train it, the big perch, but I know some spots where they should be. So let's see if we can catch a few. So, Sambo. Und dann einfach mit der Rute schleppen. Und dann einziehen damit. Ja. Okay. Und wenn du einen Biss hast, die Haken gut setzen. Gut anschlagen. Also kräftig, also anschlagen. Ja, kräftig anschlagen. Gut? Nach oben anschlagen. Nach oben, nach die Seite. Okay, also egal wo. Egal. Aber kräftig. Überall alles voll mit Barschbiss. Jawohl, guck an! Sauber. Jetzt sind Dreh raus. Oh. Bisschen besser. Naja, jetzt aber, ha? 2 Würfe, 2 Barsche. Jetzt geht's los hier. Und der ist auch schon ein Stück größer. Den können wir auf jeden Fall schon mal messen. Oh no. Das ist eingestellt, heißt es. 35 hat man schon, aber ey, richtig gut. Jetzt sind die da. Ich bin guter Dinge, dass da jetzt gleich noch ein größerer kommt. Leute, der zweite Wurf und schon wieder ein Barsch. Diesmal ist er ein bisschen größer, ein 35er. Den haben wir leider schon. Die müssen 1 cm mehr, das wäre schon gut. Deswegen gleich weitermachen, die beißen gerade. Den schnell zurück, Naira. Richtig gut. Wirklich nicht leicht, die aktuellen Zahlen noch zu verbessern. Auch bei den anderen Teams scheinen die größeren Barsche bislang besonders wählerisch. Du kannst auch mit einer Spinne fangen.
Dreimal kugeln und dann wieder nach Grund lassen. Und du kannst dreimal schnell kügeln. Oh. Jetzt gehst du schon Richtung Insekten. Pass auf, da kommen ein paar Wellen, ne? Du brauchst nicht runtergehen, aber guck, dass du gut stehst. Beine breit. Dass du die Wellen ausgleichen kannst. Barsch. Aber nicht groß. Brauchst nicht mehr werfen. Wir fahren weiter. Mit Chatterbait, mit Mission Barsch. Also jetzt nochmal letztes Mal konzentriert angeln. Ja, ist anstrengend, ne? So ein Turnierangeln. Ja. Da ist nicht viel Platz zum Ausruhen und chillen. Bisschen was anderes, als wenn du mit Papa angeln gehst, ne? Ja. Hast du in deinem Leben schon mal so viele Würfe gemacht an einem Tag? Nee. Jetzt darfst du nicht mehr aufs Ufer werfen hier. Sonst hakst du noch ein Schaf. Das glaubst du nicht. Oh, wie süß. Ich habe nicht gefühlt, aber die hat das genommen. Wie süß, ein Mini-Zander. Barsch. Kleine Barsch. Oh, tschüss. Tschüss, tschüss. Ist so viel kleine Fisch. Ja. Ich habe eine kleine Barsch. Nein, ist okay. Das ist ein kleiner Barsch. Aber das sind viele Barsche. In die Richtung. Lange Würfe. Die erste Biss war kein Barsch. Das war so hart. Boah. Was denkst du was? Ich glaube ein Zander. Wir waren jetzt lange im Kanal, haben den Barsch leider nicht bekommen. Und jetzt sind wir hier wieder im See und probieren die Zander ein bisschen abzugraden, da wir denken, dass die anderen große Zander haben. Ja, mit Sicherheit. Wir wissen nicht, was wir heute gefangen haben, aber die pelagischen Angler, die werden mit Sicherheit 4 dicke Zander oder sowas in der Wertung haben jeweils. Boah Leute, ich sag euch, wir waren fleißig. Wir haben gezählt, wir haben aufgeräumt und wir haben sortiert. Und nun heißt es Inventur-Sale. Für die Neuheiten in 2026 schaffen wir Platz. Wir bieten euch über 3000 Artikel bis zu 80% rabattiert in unserer Sale-Kategorie an. Nur vom 23.01. bis zum 26.01., solange der Vorrat reicht. Und nur auf hechtundbarsch.de. Dieser Köder bringt dich garantiert zum Hecht. Der Köfi Real Vibe. Voll lackiert, semi-transparent, ultra realistisch mit Folie eingearbeitet. Der Köder hat gleich mehrere tolle Features. Zu meinen absoluten Highlights gehören vor allem der kugelgelagerte BKK-Drilling, der deinen Aussteiger aufs Minimum reduziert. Hier vorne gibt es noch eine Öse, um einen Chica-Sinker einzuarbeiten, damit man den Köder auf maximale Tiefe bringen kann, wenn die Hechte dann auch mal etwas tiefer stehen. Und jeder Köder wird mit 2 verschiedenen Tails geliefert. So ist man am Wasser farblich noch etwas flexibler und kann auf die Bedürfnisse der Hechte eingehen. Einmal ganz simpel eingeleiert
läuft da schön in der S-Kurve oder mein absoluter Favorit im Stop and Go, quasi mit halben oder ganzen Kurbelumdrehungen, je nach Rolle, um ihn schön von links nach rechts ausbrechen zu lassen. Das Gute an dem Köder, mit 180 mm Länge hat er ein Gewicht von nur 53 Gramm und ist somit an jeder normalen Hechtspinnrute angelbar. Deswegen, es gibt keine Ausreden mehr. Schnappt euch den Real Vibe, ab ans Wasser und ab an die dicken Hechte. Das ist jetzt mal die Farbe, glaube ich. Jetzt geht's los, Leute. Passt auf. Jetzt kommt Naira. Alter, bei mir, guckt das an. Die war immer eine Hakensperre. Diesmal sogar mit dem dicken Teil von der Schere, dass wir auf Nummer sicher gehen. So geht's nicht zum Haken. Oh, ja, Fisch. Oh Mann, Alter. Schon klar. Na, Köcherschein, Leute. Sicherheitshalber. Na, leider nicht. Aber jetzt läuft's. Zeig ich dir hier, wie es geht. Vor 3 Tagen noch nie mit Carolina Rig geangelt und jetzt bum, bum, bum. Wahrscheinlich so 30. Aber läuft. Sauber, Naira. Echt gut. Ich brauch dich. Du musst einen größeren fangen. Top. War geil. Ja, das Gute ist, wir ankern diesmal. Jetzt kann ich mich nicht verletzen. Fisch on. Hier, deine Rute. Ich habe nur den Hänger gelöst. Bisschen runter mit der Rutenspitze, dass sie nicht bricht. Das gibt's doch nicht. Schade. Das war ein guter Fisch, ja? Ja. Da war die Rute mal richtig krumm. Hänger gelöst, ich habe die Schnur eingekurbelt und er ist direkt drauf geknallt. Hast du das komplett so drauf? Das ist geil. Rune und Luis hatten nun doch schon einige Male Pech. Dennoch beweist die Szene, ein Kapitaler ist hier weiterhin jederzeit möglich. Lange Ruf nach dem Boot. Ein sehr lange Ruf. Voll. Ja, du hast einen. Oh, na, ist ab. Hast du geholt, gewiss? Das war ein Barsch. Bist du da? Jawohl. Der ist fest. Glaube ich. Oder? Auch wieder selbe Güte so draußen. Einen nach dem anderen. Leute, schon wieder ein Barsch, aber leider immer noch zu klein. Der kommt jetzt schnell wieder rein. Und dann fangen wir hoffentlich endlich mal einen größeren. Spaß machen tut's ja, oder? Ja. Sauber. Rute ist ready. Weitermachen, Naira. Das war ein richtiger Anhieb. Das war ein richtiger Anhieb. So musst du immer anhauen. Schön Druck. Schön Druck. Ein großer Barsch. Ja. Schade. So we just arrived on a big plateau and we're trying to catch perch or pike. Of course, Xander
is also fine. But the focus is on perch and pike with spin tails. So we're using a large version of our drop bite, a zinc version. It looks a little bit bigger, which increases the chances for a pike. And still it's just a little snack for a perch. We have now here 2 or 3 perch, a few bites that came off. And it's a really big plateau. So I think we will spend a lot of time here. Brauchst du keinen Kescher? Nein. Die ist nicht groß genug, glaube ich. Ja, aber ein kleiner. Das ist okay, perfekt. Ab. Ich denke mal, er fährt aber ganz gut mit dem Jigspinner. Krass. Ein Kescher. Nairas Barsch, Nairas Köder. Wir lassen gleich wieder rein. Okay. Fragt man sich, wie viele Barsche da hinten stehen. Ja, super. Ja, du hast eine. Super, Mila. Nicht so groß. Ein Barsch. Komplett kein Upgrade, aber es ist knapp. Ja, 31. Und ein schöner Barsch. Gut festhalten. Und dann lachen. Super! Super. Es war gut. Also, dass ich den ersten Barsch hatte an der Angel. Fühlt sich anders an als Zander? Ja. Wie würdest du den Unterschied beschreiben? Also der Unterschied ist, dass beim Zander, da geht es irgendwie schneller das in den Kescher bringen wie beim Barsch. Mila bekräftigt das Klischee kampffauler Zander. Rune ist schon wieder im Drill. Klappt's diesmal? Da ist ein Barsch. Jetzt ein bisschen langsamer drillen. Ja, sehr gut. Ja, boah. Sehr gut. Der Wurf nach dem Barsch, den er verloren hat. Sehr schön, Petri. Schön auf den Turbo Louis. Gut gedrillt. Angehauen hast du auch. Ja. Hast du super gemacht. Profi. Schauen wir da. 33. Nochmal für Rune. Sehr schön. So, und dann wirfst du jetzt da nochmal hin. Oh, wieso hängen die nicht? Hau noch stärker an. Durch den Wind, durch die Wellen ist die Schnur nicht gerade. Da ist so ein Schnurbogen drin. Und du musst mit dem Anhieb es schaffen, den rauszuschlagen und dann noch genug Druck auf den Haken zu bekommen. Und auf die Entfernung muss deine Route von hier bis hier kommen, damit da überhaupt genug Druck an. Ja, der Biss kam ja hier direkt vom Boot. Ja. Den einen oder anderen Biss direkt am Boot habe ich auch nicht verwertet. Manchmal ist das so. Man kriegt nicht alle. Mila hat wieder eine. Vielleicht ist es deiner, den du eben hattest. Vielleicht? Ja. Ah, super. Ich glaube, das ist Mach den, mal den du um. eben hattest. Oh ja, ist raus. Und ich glaube, dass die größer ist.
Wieder ein Fisch, Mila. Das ist schnell. So. Du kannst die messen, dann kann ich meinen Hut inkügeln, weil der raus ist. Das ist das Größere, Mila. Ja, wir haben ein Upgrade. 34. 34. Ja. Super! Nimm mal wieder das Selbste. Ja, gut machen? Ja. Hast du gut? Super, Mila. Upgrade. Ich glaube, dass wir hier angeln bleiben. Ja. We get some bites. We have a few fish. And I don't think there is a big chance for a huge perch, but it's a good training for the hook set. Good? Ja. Let's go. Noch ein paar Würfe hier mit dem Techno Vibe. Mal ganz anderes Bewegungsmuster noch mal ausprobieren. Für ein paar Würfe und sonst wechsle ich auch wieder auf Finesse und angel ein bisschen tiefer, weil im Training hat man die größeren Barsche, meistens ein bisschen tiefer. Mal gucken. Lass mal. Fisch. Achtung. Wahrscheinlich kein Upgrade, glaube ich nicht. Erster Wurf im Techno-Vibe. Super. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch mein allererster Barsch überhaupt auf einen Techno-Vibe oder auf so eine Zikade. Schnell wieder rein. Läuft, das macht Spaß. So kann man das Angeln genießen. Man muss ein bisschen weiter vorne bleiben mit der Route. Schon mal dran denken, du brauchst diese Drehung quasi für den Anhieb dann. Jetzt gibt es keine Gnade mehr. Mein vorletzter Galaxy wird jetzt geopfert. Ein Bärschle. 44 cm. Fisch. Weiß nicht. Ehrlich gesagt. Ah, ein kleiner Zander, passt schon. Von den Zentimetern wäre er gut. Ah, schade, schade, schade. Da ist er. Kleiner Zander. Für einen Barsch hat er die richtige Größe. Aber gut, immerhin Action. Guter Biss gewesen, schön getockt. Finessefilet. Craw Galaxy 7 cm. Kleiner Zander, der will auch gleich wieder los. Die Frequenz stimmt, zumindest bei 3 von 4 Teams. Aber mit nennenswerten Upgrades will es hier irgendwie nicht so recht klappen. Ordentlich. Muschel. Komplett aufgeraut, aber hier fehlt Bullet. Fisch Hier. hängt. Hast du angehauen? Ja. Egal. Einfach Druck behalten. Bisschen die Bremse auf. Was ist das? Das weiß ich nicht. Oh, Bremse ein bisschen auf. Ich hab noch weiter. Passt. Alter! Das ist dein PB! Das ist dein PB-Maschine! Das gibt's doch nicht! Guckt euch mal dieses Gesicht an, der Junge ist am Zittern! Jesus Christus! Ronini ist back heute! Hat er wieder einen Fisch rausgezaubert hier! Alter, sauber! Wie geil!
So. Machst du die Scale nass? Ja. Ja, nicht ganz. Aber 46 könnte der haben. Schauen wir mal, in welche Richtung das Ganze geht. Schön auf den Turbo Louis, 14 Gramm, Farbe Carpe Nostra. Das muss mein neuer PB sein. Ja, was war denn dein PB? 41. 41. Ein 45er Barsch! Dass ich das hier in der letzten Stunde noch erleben darf. Big Fish bei YPC Fans Junior. Rune, du bist so eine Legende. Wahnsinn. Wahnsinn. Mann, ey. Da schwimmt er weg. Ich bin fassungslos. Na also, Rune musste einige Rückschläge hinnehmen, jetzt folgt die Entschädigung. Glückwunsch zum neuen PB, der seinem Team außerdem für den Moment Rang 2 beschert. Bevor es weitergehen kann, darf eines aber natürlich nicht fehlen. Wir haben nur ein kleines Problem, ich habe eine Tradition an Bord. Ja. Hast du schon mal den Big L Fishing Channel geguckt? Ich denke schon. Wenn wir einen PB fangen, wenn wir Big Fish haben, dann müssen wir anstoßen. Deswegen habe ich 2 kalte Cola mit und noch was Süßes. Und da machen wir jetzt kurz Pause, feiern diesen Fisch und dann machen wir noch weiter. Wahnsinn. Rune, unglaublich. Und noch ein bisschen was zum Runterkommen, ein bisschen Zucker. Auf deinen neuen PB und auf die geile Zeit mit dir. Es war wirklich mega, mega geil. Wie du hier am Angeln bist, unglaublich. Ja. Ich bin mir sicher, wenn du so weitermachst, in 10 Jahren sehe ich dich als Gegner dann beim YPC Bank. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wirklich talentierter Junge. So, auf den Fisch und die noch folgen. Cheers. Tschüss. Wir haben wieder Zuwachs bei Monkey Lures. Der Rolling Louis verrät es durch seinen Namen. Das ist ein Wobbler, der eine starke rollende Bewegung hat, dadurch einen starken An-Aus-Effekt unter Wasser, was die Fische triggert. Die Aktion ist Slow Floating, das heißt, wenn ihr ihn mal kurz stehen lässt, wird er ganz langsam anfangen aufzutreiben. Er ist 115 mm lang, hat ein Gewicht von 21 Gramm. Eine Besonderheit haben wir hier noch, und zwar sind die Haken an Wirbeln festgemacht. 6 wunderschöne Dekore. Der erste Wobbler von Monkey Lures, ab sofort im Handel, der Rolling Louis 115, checkt ihn aus. Ich hab ein... Hast du eine? Nein. Ah, du hast Muscheln. Ih. Das lieben die Barsche. So. Super. Also da. So, ja. Das sind auf jeden Fall Barsche. Und ich glaube auch größere Barsche. Selten genug, aber in diesem Fall irrt sich Ton. Und zwar gewaltig. Du hast eine. Große Hecht, glaube ich. Hecht? Ja, große Hecht. Einfach. What is easy? Leicht. So ist super. Das ist ein Fisch. Einfach, einfach. Kalm, kalm, kalm. Kalm. Ja.
ist ein großer Hecht. Das musst du wir haben. Ruhig bleiben. Was ist ruhig bleiben? Ja. Komm hier. Mal stehen. Hier stehen. Stehen. Das ist ein großer. Oder ein Zander. Nein, das ist ein großer Hecht. Ja. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Das ist ein großer Hecht. Ja, oh. So ist super. Bisschen mehr. So ist super. Diese Seite. Rein, drehen. Oh nein. Was los? So, ja. Das ist ein großer Hecht. Hier stehen? So, ja. Oh. Diese Seite? Ich gehe helfen. Was los? Komm nach vorne. Ja, hier. So. Ja. Das ist ein großer Meterhecht. Ruhig bleiben. Du tust das super. Ja. Oh, dicke. Kalm. Kalm bleiben. Alles gut. Ja, drehen. 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 Mehr. Alles gut, Mila. Du machst super. Ja, drehen. Alles gut. Das ist ein dicker Meter. Komm hier stehen. Ja. Alles gut. Du musst... Alles gut. Ruhig bleiben. Ich kann. Komm on. Gleich. Dran. Wow! Die ist 1,20. Das hast du nicht getan. Ja. Mia? Was ist das denn? Okay. Kann du die Metz lassen? Can someone do the scale quickly, please? Die ist sehr groß. Ja, ich hab total Feier. Ja. Ja, I have it. Wow, Mila! Was für ein Hecht! Oh. Die ist 1,20! Warte.
1,21? Alles gut? Ja. Vorne dran? Mila. This, look at this. Look at it. Look at the jig spinner. Guck am Lure. Guck am das. Oh mein Gott. Look at the lure. Ist nicht. Alles gut. Okay, wir müssen schnell sein. Ja. So, Mila, was passiert? Der kommt wieder ins Wasser, der Hecht. 1,21 auf Jigspinner. Komplett selbst gefangen. Das ist krass, oder? Können wir die schwimmen lassen? Ja? Kannst du mir helfen? Ja, ich gehe nur helfen. Oh! Mann, was für ein Hecht. Warte. Ja. Ja. Wow! Sehr viel gute Angler haben nicht einmal in der Leben so ein Hecht gefangen. Weißt du das? Nein. Oh ja! Super! Sogar Zander als 1,21. Aufgeregt. Sehr aufgeregt. Jetzt habe ich richtige Puddingbeine. Die hätte ich auch. Wow. Bei ihrer Bewerbung hatte Mila gesagt, sie wolle ihrem Vater zeigen, wie man große Fische fängt. Der hat also hoffentlich gut aufgepasst. Ich kann euch verraten, intern war das einer der schönsten YPC-Momente ever. Für euch vielleicht ja auch. Props an Ton, der sicher mal ein guter Papa wird. Zum Runterkommen werfen wir aber noch mal einen Blick auf Milas Erfolgsköder. Das ist die größte Hecht, das in diesem Boot gewesen ist. Und du hast die gekämpft, die sind stark, hè? Die Hechte. Ja, sehr stark. So, what a pike, Mila. I think it's the time to explain a little bit the lure we caught this pike on. So we decided to come to this plateau and fish with spintails. And this spintail is a 17-gram version of our drop bite in zinc. So it has a little bit a bulkier body and a big spinner in the end to make a lot of commotion underwater. And we caught 2 perch on it, or you caught 2 perch on it, I caught a few perch on it, and then we caught this big pike on it. So it's a super good lure to fish fast and search for good areas. I think we're gonna try to catch a few more on this one, and I would say check them out. Ich hatte noch ein bisschen Angst. Yeah, with a big pike, it's always dangerous in the beginning because they are so strong and they go around the boat. So it's you have to be very careful for the engine propeller and the front engine that it doesn't go in. Ich glaube, die Barsche sind weg mit so einem Hecht. Ja, ich glaube auch. Denkst du, es gibt hier noch größere Hechte drin? Es gibt, aber schwierig. Sehr schwierig. 1,38 ist die größte Hecht von Holland und die ist an diese Gewässer gefangen. Dann will ich gar nicht wissen, wie groß der 1,38er Hecht ist. Ja. Ist. Wir mogen nicht sagen, was wir gefangen haben. Dürfen wir nicht sagen, was wir Nein. Ein Pokerface müssen wir haben. Tons Tipps gehen übers Anglerische hinaus. Bis zum Weigh-In sind es aber noch gut 60 Minuten. Lass uns noch mal auf die Tabelle schauen. Der Vorsprung von Team LMAB ist nach dem Hecht zusammengeschmolzen und Milas Route ist schon wieder im Wasser. Fisch? Ja, du hast eine schöne Barsch. Zum Glück kein Hecht. Ruhig bleiben. So ist super. So,
und ab. Ah, perfekt. Aber du hast wieder ein sehr spezielles Ding. Oha, der ist voll schön. Die ist gelb. Cool. Gold. Du hast einen Goldbarsch. Cool. Ja, 38. Der ist 38. Wenn's läuft, dann läuft. Ah ja. Ist ja auch wieder aufregend. Und vor allem auch einen goldenen Barsch haben. Das ist jetzt auch mein erster goldener Barsch. Ja. Brauchst du einen Kescher? Auch gut, glaube ich. Ja? Vielleicht. Okay. Aber nein. Okay. Nein. Geh das selber. Ich kann dir auch helfen, wenn du möchtest. Ich weiß. Aber die Fische beißen. Ist 35 wieder. Aber schön. So. Wieder ein Barsch. Ich weiß, was die Hechte fressen. Ich weiß, was die Hechte fressen. Und was? Barsche. Kleiner Downer, das mit der Nahrungskette. Im Hinblick auf die Tabelle stehen Mila und Ton aber goldrichtig. Es bräuchte aktuell ein 26-Punkte-Upgrade. Also einen Meterhecht, 2 mit 40er Barsche oder einen Fuffi. Eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich hatte einen Biss. Na, ich auch eben. Ja? Ja. Aber ist wieder abgegangen. Ja. Oh, da sind sehr viele hier. Brauchst du? Mila, in die Richtung. Das ist nicht so groß. In die Richtung. Schmeiß. Schmeiß mal. Ja, super. Ja. Wieder. Aber nicht so groß. Ist zu klein. Ja, du hast einen. Ist nicht so schlecht, glaube ich. Doch. Zu klein. Mal oben. Okay. Let's go. Wir gehen weiter. Wir haben 30 Minuten. Letzten 30 Minuten laufen und wir geben alles. Wir geben Wird alles. knapp. Die Drift ist nicht vorbei. Die Drift ist in 30 Minuten vorbei. Das reicht ganz locker, um jetzt einen richtig großen Hecht zu fangen. Oder dass Jakob sogar einfach mal hier jetzt einen 40er Barsch fängt, weil die soll es hier auch geben irgendwo. Wir müssen ihn nur jetzt mal finden. Aber ich glaube, so wird es schwierig für den ersten Platz. Das glaube ich auch. Für Platz 2 könnte es wohl reichen, vielleicht. Platz 1, den haben wir bestimmt an Johannes abgetreten, schon nach 3 Stunden am Tag heute oder so. Könnte ich mir vorstellen. Deutlich früher sogar. Und Platz 2 ist mittlerweile ebenfalls weit weg. Platz 3 wiederum ist noch drinne. 40. Ja, da ist er. Da ist er. Da ist der Hecht. Oh Gott, ist das ein Spritzer für diesen Köder. Okay, du angelst weiter, Einfach weiter angeln. Lass die Drift bestehen. Ich lege ihn mal kurz auf die andere Seite. Immer so zum Größenvergleich in etwa. Tja, da 63. Wie kann denn so ein kleiner Hecht auf die so große, ja, guck mal echt. Nein, ein 62 cm Hecht auf eine 25er Pulse. Das ist wirklich der kleinste Hecht, den ich jemals auf diesen Köder gefangen habe. Ist schön, Fisch zu fangen, aber wir müssen weiter angeln. Wir haben noch 12 Minuten auf der Uhr oder so. Ich angel auf 1,10 m Fisch hier. Ja. Siehst ja.
Die 60er finden es richtig geil, was ich mache. Ich sag, du siehst ja, die 60er finden es richtig geil, was ich hier mache. Ja. Ich glaube, das wird richtig spannend. Ich glaube, wir sind alle so Ende 400. Ja. Aber ich glaube, einer hat 500 Punkte. Ein Team. Ich glaube, es fehlt nicht so wahnsinnig viel. Aber gerade fehlt was. Ja. Also ein 88er Hecht. Mein Gott. In den letzten 10 Minuten. Dann lass uns noch einen schönen Abschlussfisch hier mitnehmen. 45er Barsch aus dem Nichts. In der letzten halben Stunde. Unglaublich. 10 Minuten reichen für einige konzentrierte Würfe. Team Monkeylos und Savage Gear kämpfen um Rang 3, LMAB und Westin um den Titel. Ist die Messe gelesen oder knallt es noch ein letztes Mal? 8 Minuten vor Schluss. Ein Biss gehabt, gibt's noch nicht. Papa, ab jetzt Runini, der Barsch und Zander Zauberer. Kleiner. Angel weiter. Konzentrier dich auf dich. Last-Minute-Fisch. Letzte Minute. Ja, zu werfen lohnt sich nicht mehr. So, Rune, das ist unser letzter Fisch von unserem Turnier. Ja? Von der Größe haben wir diese 2 Tage auf jeden Fall eine Menge gesehen. Das war's, mein Freund. Es war mir eine Ehre, mit dir dieses Turnier zu fischen. Komm, stell dich mal neben mich. Rune, kleines Feedback. Wie fandest du es, die 2 Tage? Richtig cool. Richtig cool. Was hat dir am meisten gefallen? Der 45er Barsch. Der 45er Barsch, dein persönliches Highlight. Deswegen darfst du deinen PB-Köder natürlich mit nach Hause nehmen als Erinnerung. Und die Scale, die wir benutzt haben bei dem Turnier, die behältst du auch. Dann hast du eine kleine Erinnerung an unser gemeinsames Turnier. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du bist ein super, super Angler. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal bald wieder. Vielleicht auf einer Messe oder auf dem Wasser. Und ja, wir verabschieden uns. Wir gehen jetzt zur Siegerehrung. Ja. Gucken da, wer das Rennen gemacht hat heute. Und ja, aber ansonsten können wir uns nicht beschweren. Wir hatten echt eine coole Zeit auf dem Wasser. Ja. Bis dann. Peace. Wir haben uns geschlagen heute. Ob wir uns gut geschlagen haben? Der Tag hat ein bisschen Beigeschmack, muss man sagen, weil wir gestern so schön ins Turnier gestartet sind. Ja, mit der Power Hour war das heute leider nix. Und jetzt das Hechtangeln, ja, vielleicht hätten wir schon früher herkommen sollen. Und einfach da das überspringen. Ich meine, gut, es hat ein Upgrade gebracht von einem kleinen Zander, aber was sagst du zum heutigen Tag? Naja, die Fische wollten einfach nicht. Die sind geschwommen, die hatten kein Interesse an den Ködern. Nicht so richtig, nee. Und dann, ich meine, wir haben 3 Hechte gefangen, du hast noch einen verloren, aber ja, so richtig große haben wir auf jeden Fall nicht ausfindig gemacht. Und so ist das manchmal. Also ich würde behaupten, Johannes, herzlichen Glückwunsch. Wir sehen es später mehr, aber ein 66er Hecht wird Johannes wohl bekommen haben. Davon gehe ich ganz sicher aus. Mal schauen, wir sehen es nachher. Gut gefischt, mein Lieber. Richtig gut gefischt. Ciao. Das war's. Ach. Naira, was sagst Es war in Ordnung. Also der Hecht war und der Zander. du? Es war in Ordnung. Also ich würde sagen, ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Klar, am Ende kann alles besser sein, aber wir haben einen krassen Hecht, krasse Zander, gute Barsche für aktuelle Bedingungen. Und ja, Naira, da das bei dir mit dem Hecht ja leider nicht geklappt hat, habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Die Naira hat super tolle Hechtgewässer vor ihrer Haustüre. Und damit sie da auch einen dicken Hecht fängt in Zukunft, bekommt sie jetzt von mir einen Real Vibe.
Das ist nämlich aktuell einer meiner liebsten Hechtköder und noch nicht im Handel. Kriegst also ein Unikat. Und ja, mit dem Köder habe ich in letzter Zeit in der Testphase so viele große Fische gefangen. Da darfst du jetzt einen aussuchen, Naira, welcher dir gefällt. Du nimmst den Fire Tiger. Und ja, sehr gerne. Damit soll es dann auch mit dem Hecht klappen. Wie gesagt, ich bin mega zufrieden. Bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Daumendrücken. Für was es gereicht hat, sehen wir gleich bei der Siegerehrung. Und die letzten Worte, Naira, vom Boot, die sind natürlich mal wieder für dich bestimmt. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Der Hecht war gut, die Zander waren gut. Ja gut, der Barsch ist trotzdem in Ordnung. Ja, danke auf jeden Fall fürs Daumendrücken und gleich Siegerehrung. Mal gucken, für was es gereicht hat. Sehr stark geangelt auf jeden Fall, Naira. Echt, wirklich für 12 Jahre absolut krass, muss man sagen. Und wir sehen uns gleich. Das war's. Gut geangelt. Danke. What a day. Now I think we deserve some rest. It was a pretty windy day for Volkerak. The wind is in the length of this part from Volkerak, which makes it heavy in the waves. We caught some good fish. We have a good average, I think. So now it's waiting for the prize giving. We see you there. Hi, liebe Juniorangler und liebe Profis. Es liegen jetzt 2 richtig fantastische Angeltage hinter uns, bei denen jedes Kid seine 2 Mindestanforderungswertungsfische fangen konnte und an denen jedes Team die Fullcard geschafft hat. Es wurden echt viele PBs gefangen und es gab unzählige große Fische, die dem Turnierverlauf ein paar spannende Wendungen gegeben haben. Kommen wir nun zum Ergebnis, das angesichts der kompletten Erlebnisse und ganzen Fische aber auf jeden Fall zweitrangig zu betrachten ist. In dem Team, das den 4. Platz belegt, wurde schon am ersten Trainingstag ein neuer PB aufgestellt. Im Turnier selber wurde dieser PB wieder geknackt. Das heißt, dieser PB wurde zweimal hintereinander aufgestellt. Das Team, das den 4. Platz belegt hat, hatte einen fantastischen ersten Angeltag. Beim zweiten ging ihnen ein bisschen die Luft aus. Trotzdem ein Riesenapplaus für einen extrem starken 4. Platz, Jakob und Max. Jakob, du kannst nicht nur einen neuen Zander PB mitnehmen, sondern Max hat auch noch eine Sache für dich vorbereitet. Und zwar ein riesiges Savage Gear Ausrüstungspaket hat der Max dir für deine Platzierung hinterlassen. Und Jakob, für dich, was war für dich denn bei diesem kompletten Turnier und bei den Trainingstagen zusammen mit dem Max so das coolste und beste Erlebnis? Pelagisches Angeln. Das ist eine coole Angelei, kann man große Fische mitfangen und habe ich mir bestimmt spaßig vorgestellt. Max, dir erstmal alles Gute zum Geburtstag und du darfst jetzt dem Jakob noch einen Tipp für seine zukünftige Anglerkarriere mitgeben. Oha. Und zwar würde ich sagen, als Tipp mitgeben, du hast gelernt, richtig ordentlich anhauen. Egal wenn es zuckt, wie doll es zuckt, richtig doll anhauen. Und ich würde sagen, weitermachen. Wir haben das coolste Hobby überhaupt. Und ich würde sagen, das hast du in den letzten 3 Tagen auch richtig erfahren. Wir hatten eine richtig coole Zeit auf dem Wasser und ja, einfach immer stramme Schnüre und ganz viel Tight Lines. Luis konnte schon 2 YPC-Fans-Teilnehmer zu einem YPC-Gewinn coachen. Und zusammen mit einem extrem starken Bewerbungsvideo von Rune mit fantastischen Baitcast-Künsten waren die bei uns intern so ein bisschen das Favoritenduo. Leider hat ihnen im kompletten Turnierverlauf manchmal haben ihnen noch diese Kickerfische gefehlt, die sie von den anderen Teams unterscheiden und vielleicht absetzen. Da konnte jedoch Rune ganz zum Schluss des Turnierverlaufs noch einen neuen Barsch-PB und den allergrößten Barsch in diesem Turnier fangen mit 45 cm. Deswegen hast du dann dein Team tatsächlich zur Bronzemedaille geangelt. Herzlichen Glückwunsch. Ein extrem starkes Ergebnis und der liebe Luis hat auch für dich noch eine Kleinigkeit vorbereitet. So, Rune,
Du hast so gut gefischt die 2 Tage und ich weiß, dass du ja auf eine Baitcaster stehst. Deswegen habe ich dir meine Lieblingsbaitcaster mitgebracht zum Hechtangeln. Die 2,30 Meter, 25 bis 80 Gramm. Und die Statement, die Route, die du die letzten Tage gefischt hast bei mir auf dem Boot. Genau das gleiche Wurfgewicht, die gleiche Länge. Die 2 Routen gepaart mit 2 vernünftigen Shimano-Rollen. Die sind schon bespult mit der neuen O-Line-Schnur. Und damit kannst du direkt bei dir am Gewässer starten. Danke, Luis. Bitte. Und was wäre ein 3. Platz ohne angemessene Medaillen? Deswegen dürft ihr euch jetzt noch mit der Bronzemedaille krönen. Rune. So. So. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Lieber Rune, wie haben dir denn die Tage mit Luis auf dem Boot so gefallen? Sehr gut und es hat mir sehr Spaß gemacht, mit Luis zu angeln. Perfekt. Was war denn der coolste Fang? Habt ihr da irgendwas Spezielles erlebt? Gab es da irgendwas, was ihr zu so einem Fang dann gemacht habt danach noch? Oder war da einfach nur die Freude? Also der coolste Fang war mein 45er Barsch und danach hatten wir noch eine Big Fish Cola getrunken. Perfekt. Ja, und Luis, eine meiner Fragen wäre tatsächlich gewesen, wie ihr denn die Big Fische gefeiert habt, weil ein Flachmann, den konnte man dann mit Cola füllen. Nee, ich habe jetzt nicht den Flachmann gefüllt. Es geht ja eher um die Symbolik, dass man einfach den großen Fisch ein bisschen zelebriert an Bord. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich packe einfach 2 Colas ein. Noch einen Schokoriegel, den man dann geteilt hat zusammen und ja, einfach den Moment genossen hat zusammen, dass man so einen schönen Fisch an Bord hatte. Perfekt. Und du darfst Rune auch noch einen Tipp für seine zukünftige Anglerkarriere mitgeben. Er hat die letzten Tage so oft gehört, Rune hat konzentriert so gut geangelt, der kann werfen, das ist unglaublich. Wenn ich ihm sage, wirf dicht an die Boje, präzise Würfe, perfekte Köderführung. Das einzige kleine Manko, was wir gehabt haben, war das Anhauen. Man muss sagen, es ist wirklich über die 3 Tage, die wir jetzt gefischt haben, besser geworden zum Ende. Da habe ich ihn auch ein paar Mal gelobt. Die letzten Anhiebe, die kamen gut. So hat er auch den 45er Barsch dann am Ende bekommen. Und bleib so, wie du bist. Bleib beim Angeln. Und ich bin mir sicher, in 10 Jahren haben wir hier einen der besten Angler Deutschlands. Uns bleiben jetzt noch 2 Teams übrig. Die 2 Teams mit 2 angelnden Mädels zusammen mit ihren Profis, die wirklich alles gegeben haben, da die maximalen Fische rauszuholen. Wir haben einmal das Team Westin mit Toon van Ham und der lieben Mila und das Team LMAB mit der lieben Naira. Es gibt einmal die Silbermedaille und die Goldmedaille, den 1. und 2. Platz. Auf den 1. Platz wartet der Hauptpreis im Wert von ca. 1.700 €. Bereitgestellt von den Müritzfischern aus Mecklenburg-Vorpommern. Auf den Gewinner warten 7 Tage in einem Ferienhaus für 4 Personen mit 2 Angelbooten und allen Angellizenzen, die nötig sind, inklusive. Gestern lief es schon gar nicht so schlecht bei Mila und Toon. Ihr habt da echt starke Fische gefangen, aber heute hat Toon da nochmal mit einem 90er Zander echt einen rausgerissen. Der größte Zander, der je bei einem YPC-Format gefangen wurde. Es wurde noch kein größerer Zander bei YPC Boat, Bank oder auch Fans gefangen. Da wirklich Respekt. Aber auch Mila hat einen extrem großen Fisch gefangen. Ihr müsst wissen, Mila hat vor diesem Turnier noch nie einen Raubfisch gefangen und einen 1,21 Meter Hecht aufs Board gebracht. Außerdem hatten sie einen größeren Barsch als das Team mit Naira und Johannes Gasser. Jedoch hatte das Team um Naira 4 Zander mit einem Größendurchschnitt von 76 Zentimetern, einem Hecht von 1,11 Meter und einem ausreichend großen Barsch, dass die Gewinner des diesjährigen YPC Fans Junior
Naira und Johannes Gasser sind. Aber natürlich auch wirklich größten Respekt, ich glaube von allen, die hier dabei waren, an dich. Du hast noch nie einen Raubfisch davor gefangen und dich hier auf den zweiten Platz zu angeln, wirklich Respekt. Auch mit der Hilfe eines sehr guten Anglers. Und deswegen werden jetzt die Medaillen übergeben. Jawohl, und Mila natürlich hat auch Ton etwas für dich mitgebracht. Und das darf ich dir jetzt übergeben von Ton. Willst du noch etwas zu dem Material sagen? Ja. Also ich gehe probieren am Deutsch. Nicht so einfach für mich, aber mit Westin haben wir ein komplett Raubfischpaket für dich. Also wir haben ein Hut für Zander, wir haben eine für Barsch, ein Kescher, einen Rucksack, eine normale Tasche und verschiedene Köder, eine Polaroid Glasses. Was ist das am Deutsch? Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille. Und ich hoffe, dass du sehr viel Spaß damit beliebt. Du hast ja einen extrem großen Hecht gefangen. Wahrscheinlich haben 95% der erwachsenen Zuschauer dieses Turniers noch nicht mal so einen großen Hecht irgendwo gesehen. Mehr als 95%. Mehr als 95%, auf jeden Fall. Deswegen erzähl uns doch nochmal, wie ist das passiert und was ist dir da alles durch den Kopf geschossen in dem Moment? Also eigentlich wollte ich auf Barsch angeln, aber dann war auf einmal so ein starker Biss und dann hat der Ton gesagt, dass es ein Hecht ist und das war sehr schwer, den rauszubekommen und ich habe mich auch voll gefreut, dass ich so einen großen Fisch bekommen habe. Richtig, richtig stark, aber dass ihr den gelandet habt beim Barschangeln. Und jetzt dürfen wir auch noch den Gewinnern des YPC Fans Junior die Medaillen überreichen. Dir zuerst. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Naira. Hättest du jemals damit gerechnet, dass du dich mal einen YPC Champion nennen darfst? Nein. Das ist wohl die Antwort, die viele gegeben hätten. Jetzt darfst du es aber, du kannst unglaublich stolz auf dich sein. Extrem stark. Und du darfst das Mikrofon noch Johannes geben. Du hattest ja vor, oder hast vor, das anstehende YPC Boat zusammen mit dem Mario Singh zu fischen. Ja. Muss der sich jetzt Gedanken machen, dass der da nicht ersetzt wird? Er muss sich mal beweisen auf jeden Fall. Dann gucken wir weiter. Perfekt. Abschließend kann man sagen, ihr habt alle richtig, richtig gut gemacht. Wir haben super viele richtig starke Fische gesehen. Deswegen könnt ihr alle richtig stolz auf euch sein, dass ihr es hier geschafft habt, euch so zu beweisen. Das können nicht viele in dem Alter. Deswegen könnt ihr unglaublich stolz auf euch sein. Und ihr könnt alle Spaß haben mit eurem Material. Und zusätzlich zu dem Hauptpreis kriegt die Naira auch noch ein Paket von LMAB, zu dem Johannes auch noch was sagen kann. Naira, natürlich gibt es auch von LMAB ein komplettes Raubfischpaket für dich. Wir haben hier einmal eine Lamustique, eine Barschrute, 2,25 Meter, 4 bis 14 Gramm. Damit kannst du auf jeden Fall super auf Barsch angeln, auch mit Serik, was du jetzt gerade gelernt hast. Dazu noch eine Rodfeder zum Barsch, Zander und Hechtangeln. Köder, 2 Shimano-Rollen, ein Backern, Tackleboxen. Da bist du gut versorgt für die nächsten Angeltrips. Und ja, ich hoffe, du machst genauso weiter, genauso erfolgreich. Und dann wird es auf jeden Fall sehr gut. Aber Naira ist eine brutal gute Anglerin, muss man sagen. Liebe Zuschauer, dann bleibt nur noch eins zu sagen. Wir wünschen Ihnen alle sehr viel Spaß am Wasser. Sie können natürlich bei Hecht und Barsch im Onlineshop vorbeischauen. Manche Produkte, mit denen hier sehr gut gefangen wurde, auch selber angeln und diese bestellen. Und es bleibt nur noch eins zu sagen. Ciao, ciao. Danke, Noah. Das hast du super gemacht.
Und auch um den anglerischen Nachwuchs muss man sich nach diesem Turnier wohl keine Sorgen machen. Gratulation an alle Kids und deren Coaches zu einer fantastischen Show. Vielen Dank an euch fürs Zusehen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wie euch diese spezielle YPC-Fans-Auflage gefallen hat. Und abschließend noch ein Programmhinweis. Am 1. Februar, also kommenden Sonntag, startet auf diesem Kanal der YPC Boat 2026. 28 Teams mit 56 Anglern aus 12 Nationen gehen in Staffel 5 an den Start. Freut euch auf absolute Hochkaräter der europäischen Angelszene, spannende Neulinge und einige Gaststars. Sonntag um 18 Uhr geht die Auftaktfolge online. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und, falls ihr angeln geht, natürlich Puddingbeine. Ciao.